Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Pflanzenvorstellung. Heute geht es um eine vergessene Heilpflanze und lecker ist sie auch noch. Natürlich reden wir heute über das Heidekraut. Das Heidekraut gehört zur Familie der Heidekrautgewächse und es war die Blume des Jahres 2019. Es zeichnet sich durch seine wunderschönen, traubigen Blütenstände aus, die es in der Natur nur in Pink, Rosa und Weiß gibt. Und die Blätter sind ledrig und eher gegenständig. Wenn dir mein Video gefällt, freue ich mich über einen Daumen hoch und wenn du meinen Kanal abonnierst, vergiss bitte nicht die Glocke zu aktivieren, damit du immer sofort Bescheid weißt, wenn neue Videos von mir online sind. Was viele nicht wissen, ist, dass man die Blüten des Heidekrautes als Dekoration auf Süßspeisen nehmen kann, weil man kann es wirklich essen. Und besonders lecker schmeckt auch ein Likör aus den Blüten. Die Calluna vulgaris gehört zu den vergessenen Heilkräutern. Früher wurde sie ganz traditionell gegen Gicht und Rheuma eingesetzt, indem man die Leute in ein Blütenbad legte, was die Entzündungen in den Gelenken reduzierte. Auch gegen Atemwegserkrankungen wurde die Calluna angewendet, weil sie nicht nur antiseptisch, sondern auch entzündungshemmend wirkte. Tee als Waschung benutzt, wirkt er gegen Hautrötungen und Hautausschläge. Aber wenn man sich fragt, warum die Calluna nicht mehr so als Heilkraut bekannt ist, dann hat das was damit zu tun, dass wenn man zu viel Tee von Calluna vulgaris trinkt, dass man dann ganz böse Magenschmerzen kriegt. Deswegen, weniger ist da mehr. Ein kurzer Steckbrief. Die Calluna vulgaris gehört zu den Heidekrautgewächsen, den sogenannten Ericacea. Wissenschaftlich Calluna vulgaris. Verwendet werden die Blüten und blühenden Krautspitzen. Inhaltsstoffe sind Arbutin, Hydrochinin, Mineralstoffe, verschiedene Enzyme, Kalk und Saponine. Äußerlich angewendet wirkt sie gegen Hautrötungen und Hautausschläge, innerlich angewendet gegen Rheuma, Gicht und Atemwegserkrankungen. Die Eigenschaften sind antiseptisch, entzündungshemmend, beruhigend, blutreinigend, harn- und schweißtreibend. Aber nicht zu viel davon nehmen, das geht auf den Magen. Kommen wir zu meiner Lieblingskategorie Wissenswertes über die Calluna vulgaris. Wenn Sie sich vielleicht schon mal gefragt haben, warum das Heidekraut auch den Beinamen Besenheide hat, das kann man ganz einfach erklären. Früher wurden die Schafe durch die Heide geschickt und was fraßen die? Natürlich Heidekraut. Wenn dann nichts mehr übrig blieb, was man den Tieren noch vorsetzen konnte, dann wurden die alten verholzten Stöcke oder Äste genommen und daraus wurden Besen gebunden, um damit die gute Stube zu fegen. Das Heidekraut symbolisiert wegen seiner Blütezeit zwischen Sommer und Winter immer die Verbindung zwischen Licht und Dunkelheit. So werden zu Allerheiligen gerne die Gräber auch mit Heidekraut, Calluna, Erica geschmückt. Und die meisten wissen noch nicht mal, dass sie damit einen alten Aberglauben bedienen. Man sagt übrigens, dass in Heidelandschaften, an den Stellen, an denen die Calluna besonders schön rot blüht, dass da Schlachten stattgefunden haben und dass die Calluna sich durch die Farben des vergossenen Blutes da so rot färbt. Eigentlich ein bisschen gruselig, will ich auch gar nicht so glauben. Ich liebe es, durch Heidelandschaften spazieren zu gehen. Den Heidekrautlikör habe ich ja schon erwähnt. Aber seit 2021 wird ein Gin hergestellt und dieser findet reißenden Absatz.
Es ist aber nicht die erste Verwendung des Heidekrauts in Alkohol. Im Mittelalter wurde aus der Kalune nämlich ein Bier gebraut. Das war das sogenannte Grutbier. Eine der Hauptverwendungen der Calluna vulgaris ist wohl die als Färbepflanze. Die Blüten werden zum Färben benutzt und wer jetzt denkt, dass da ein Pink oder Rosa bei rauskommt, ja, dem muss ich leider sagen, dass das nicht stimmt, denn es wird ein wundervolles Olivgrün aus den Blüten gefärbt. So, das war's für heute. Ich freue mich, dass du bis hierhin zugeschaut hast und wenn dir das Video gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen hoch. Wenn dir der Kanal gefällt und du ihn abonnieren kannst, drück bitte unten auf den Abonniert-Button und denke immer daran, auch die Glocke zu aktivieren. Dann wirst du sofort informiert, wenn ein neues Video von mir online ist. Bis dahin wünsche ich dir eine schöne Woche.